Hello, everyone, and welcome to the Alara Canfield show. Thank you so much for being here. I'm your host, Alara Canfield, and today we have my good friend Margarete Gallowitsch with us here live. And it's going to be an interesting show because we're going to actually do translation into German a little bit. But you have to give me space to translate. I know, I just thought of that. So Margarete is going to translate me, so I have to speak slowly and give her time too. It must not be slowly, just have the space between. So, das ist Alara und sie hat mich eingeladen in ihre Show und wir werden jetzt nochmal gemeinsam schauen, was wir heute machen können und wir freuen uns auf euch. And so this is the first time that Margarete has been on our show. So welcome, Margarete. Das ist das erste Mal, dass ich auf der Show sein darf, also sie begrüßt mich recht herzlich. And so for those of you who don't know, I've actually been doing this show or a rendition of this show since 2013. Oh, also für alle, die das nicht wissen, Alara hat die Show schon seit 2013 immer wieder on. Yeah, so at that time I used to do 5 days a week. Now I do 1 or 2 days a week. Also zu der Zeit hat sie es sogar 5 Tage in der Woche gemacht. Jetzt macht sie es nur 2, 3 Tage in der Woche. Nur. And yeah, so it's, you know, it's something I love. It's fun for me. And so I'm so glad today that Margarete is here with us because I met Margarete a couple of weeks ago, but it feels longer, right? Yeah, it feels very long. So wir haben uns sie freut sich, dass es macht ihr einfach Spaß, das zu machen. Und sie freut sich darauf, das gemeinsam mit mir zu machen. Und wir haben uns eigentlich wir haben uns erst kennengelernt vor ein paar Wochen. Es fühlt sich schon so viel länger an. So I actually joined Margarete for a class, a Talk to the Entities beginning class here in Vienna. I guess that maybe it's been a month or two ago, I'm not sure. And just absolutely loved it and loved Margarete's energy. Also wir haben uns kennengelernt auf meinem Talk to the Entity Kurs in Wien, den der Stefan und die Andrea gehostet haben. Und sie hat den Kurs sehr genossen und hat meine Energie sehr gemocht. And so Margarete is a Access Consciousness Certified Facilitator, a Talk to the Entities Facilitator, Body Process Facilitator, Facelift Facilitator, and so much more. And I'm going to let Margarete actually share a little bit more about herself. So, sie hat gerade gesagt, ich bin ein Talk to the Entity Facilitator, ein Certified Facilitator, ein Body Process Facilitator und ein Facelift Facilitator. Und wir werden euch da jetzt ein bisschen mehr davon erzählen. And so we are actually going to be doing a joint foundation class coming up in about 2 weeks here in Vienna. So I thought, why not get together and come on the show? So wir werden in 2 Wochen gemeinsam einen Foundation facilitieren. Und jetzt haben wir uns gedacht, na, warum nicht zusammen eine Show machen? Because, together, she's potent, I'm pretty potent, and I wonder what we can create. So wir sind beide potente Frauen und wir schauen jetzt einmal, was wir miteinander kreieren können. Awesome. So Margarete, today I thought we would talk about, being undefined. That's the new process, right now in Access. So Alara hat gedacht, wir werden heute ein bisschen sprechen darüber, wie ist es, undefiniert zu sein. Das ist so der neueste Prozess in Access. So can you tell us? Because there are probably people. I know that there are people who don't know about the being undefined process, or even there might even be some people who don't know that much about Access. So just for those of you who don't know a lot about Access, we will be using the Access Consciousness Clearing Statement. So you can find out more at theclearingstatement.com. So für alle von euch, die noch nicht so vertraut sind mit Access, wir werden euch ein bisschen erklären davon. Und da gibt es dieses komische Clearing Statement und da gibt es auch auf access.com, da wird es erklärt. Awesome, thank you. And so, being undefined to create greater possibilities. What does that mean to you? And to all of you who are watching and or listening later as well, what does being undefined mean to you? And how can being undefined create greater possibilities? Also was ist es für euch? Was ist undefiniert zu sein? Was ist das, was könnt ihr euch darunter vorstellen? Was stellt ihr euch überhaupt was darunter vor? Also wie kann undefiniert sein größere Möglichkeiten kreieren? So,
So go ahead, Margarete. What does that mean to you? What being undefined, it's just like I do irrational things. I don't even think about what I do, I just do it. So es für mich ist es, sie hat mich gefragt, was ist es für mich, undefiniert zu sein. So für mich ist undefiniert zu sein, nicht mehr drüber nachzudenken, was ich mache es einfach. And it's also about like getting out of the limitations that we place on ourselves with those definitions, right? Ja, und es ist auch das, dass wir diese Definitionen, die wir über uns selbst haben, dass wir einfach drüber hinausgehen. And so I just wanted to tell everybody too that if you do have a question, you can raise your hand or you can write your question in the chat. Or if you're feeling brave, just unmute yourself and talk away. Also wenn ihr eine Frage habt, ihr könnt eure Hand heben oder ihr könnt euch einfach auf laut schalten und einfach, wenn ihr mutig seid, drauf losreden. Awesome. So far, because this is so new for us too, because we've never done translation in a call before, in a show before. How's it going? How is it? So, wie ist das für euch? Wir haben das noch nie gemeinsam gemacht. Wie ist das für euch, wenn ihr jetzt da seid? Hat irgendwer eine Frage? Die Zooms oder Kurse leben von euren Fragen. And so, one of the things that, you have to keep in mind too, is that when we are doing a clearing statement in Access in another language, that you don't know, it actually goes deeper because it bypasses your rational mind, your logical mind, your thinking mind, and it goes deeper. Right, Margarete? Yes. Und es ist das auch, wenn wir ein Clearing-Statement oder so irgendwas in einer anderen Sprache machen, dann geht es oft noch tiefer, weil wir unseren rationalen Verstand nicht mehr verwenden können, um es zu zerpflücken. Yeah, so that's one thing that I'm really looking forward to for our class that's coming up is that I'm going to be doing clearings in English. You're going to be doing clearings in German, and I wonder what doing both of them together, what that's going to bypass, for all of us, right, that are there. Ja, und wir machen den Kurs auf Deutsch und Englisch und was wird das dann erst kreieren oder wo können wir dran vorbeikommen und wenn wir in Deutsch und Englisch facilitieren? Also wie viel Kopf könnt ihr da noch einschalten, wenn wir in 2 Sprachen facilitieren? Ich möchte ganz kurz was sagen. Also ich höre mir das die ganze Zeit an und so und ich merke wirklich, also ich verstehe das Englische nicht so gut, aber ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut, obwohl ich das nicht verstehe, also Gänsehaut pur. Yeah, she says she's getting goosebumps and she doesn't really understand very good English, but she's always having goosebumps. Good, that's awesome. Obviously something works. Yeah. Anscheinend funktioniert da irgendwas, wenn wir zusammen facilitieren. Ja. Also what does irrational mean to and undefined? Was ist irrational und undefiniert? Was bedeutet das für euch? And everything that is. Everything that is. Good, bad, right, wrong, POD, POC, all 9 shorts, boys and beyond. Right? And so I'm like, I don't get it. When I was in the class with Margarete, she was doing the beginning Talk to the entities, and she was, talking in German. I had Andrea who was translating for me personally, yay! But still, there were some pieces, and I was like yawning, and I'm like releasing. I was like, I don't know what she's saying, but something's happening. Ja, Alara war ja in meinem Talk to the Entity-Kurs in Wien und Andrea hat übersetzt und sie war so, ich verstehe nicht alles, aber es war trotzdem so, Yeah, but so much changed, right? So I don't need to know logically what's going on as long as something is changing. Ja, also man muss nicht wissen, was logisch im Kopf vor sich geht und was da wirklich los ist, sondern du bemerkst einfach nur, es verändert sich was. Das ist die Energie, die man dann wahrnimmt, oder? Bitte? Das ist dann die Energie, die aufkommt und die man dann wahrnimmt. Und the energy you receive. Right. Yeah. And Martina is writing undefined is for her a piece that she can't get in, as she can't touch for. She is not reachable for others, and this is very cool. And loads of less thinking. Mm-hmm. Definitely less thinking. Definitely.
And this is the fun thing when I do a class with you. I can't think during the class. Yeah. Und das ist das tolle Ding, wenn du übersetzt, dann kannst du nicht mehr denken. Dann And musst so du you don't want to be thinking. No, you don't want to think. Also wir wollen ja auch gar nicht mehr denken. Just undefined. Yeah. And so undefined, you know, when you're undefined and you said people can't define you or reach you, that puts them in a kind of like an uncomfortable place, but it also opens up the possibilities for something different for them too, right? Ja, und das ist so, wo wir undefiniert sind, das ist dort, wo das in die Möglichkeiten übergeht und wo wir einfach nicht mehr definiert sein müssen und auch nicht mehr können und die anderen in eine unkomfortable Zone bringt. And uncomfortable is your new best friend, dear Yeah. people. Und unkomfortabel muss euer neuer bester Freund sein. It is getting out of the comfort zone. Exactly. Comfort zone is the little thing you had till now. Also undefiniert oder unkomfortabel zu sein, muss dein neuer bester Freund sein. Denn das Komfortable und den Teller kennst du ja schon. Yeah. You sit on the plate and wait. Let's create. Yes, Also exactly. nicht auf deinem Teller, sondern kreier. So Randy had a question also in the chat. I'll ask one of them. So when we experience all four clairs at once, clairaudience, clairvoyance, claircognizance, and clairsentience, what can we call that? Also wenn wir das, where did you read this? In the chat. It's above Martinez. This is Bigfoot. Yeah. Was sind die sensorischen... Sorry, I know him as Randy. So. Okay, this is... I was searching for Randy. Also ich habe Randy gesucht und sie kennt ihn einfach, oder sie einfach als Randy. Also was sind die sensorischen Neuronen und die Biophotonen und die Sprache der Telomeren? Also welche, wenn wir das erfahren, klärt sich dann das alles auf einmal und wie können wir das nennen? So when you're experiencing all four clairs at once, what do you call that? You call that being. You call that receiving, right? You call that perceiving. Wenn du das alles auf einmal klärst, ne, dann nennst du das einfach sein, empfangen. So what would you say to that, Margarete? Yes, I would say, also was würde ich dazu sagen? I would say it's the very core of being and you don't have to define anymore who you are. It's not I am Margarete. So I say in this life my name is Margarete and I do have a body of a wife. Also für Alara fragt, wie ich das sagen würde. Ich würde nicht sagen, ich bin Margarete, sondern mein Name ist Margarete und in dem Leben habe ich einen Körper einer Frau. Ja. Ja. Und dann kann sich das auf einmal klären, einfach zu sein, anstatt zu definieren, wer du bist. So you don't have to define who you are or what you are, you just be. Yeah, and you don't even have to define those four clairs. You know, that's what they talk about, the four clairs a lot in the metaphysical, right? But you don't even have to define that. You're just being and receiving. Im Metaphysischen redet man viel davon, ne? Und du musst es auch nicht definieren, was es genau ist, sondern musst einfach sein. So this is about, you know, really getting out of even those definitions that we use all the time that we don't even know are definitions because it's just so common. Ja, das ist einfach dort, wo wir raus müssen aus diesen Definitionen, weil es einfach so normal ist und so für alle common ist üblich, würde ich es jetzt am ehesten nennen, weil es so üblich ist, so zu sein. And so what if you didn't have to define yourself in those terms of being clairvoyant, clairaudient, clairsentient, claircognizant? What if you could just get rid of those definitions too? Ja, was wenn es gar nicht mehr nötig wäre, das so genau zu klären und wegzumachen, sondern einfach loswerden, diese Definitionen von was wirklich wahr und real ist. And also the stars, ne? What star are you born? So I'm born under this star. So if this wouldn't make any sense anymore. So wenn wir auch nicht mehr definieren müssten, welches Sternzeichen wir sind, ne? Und unter welchem Stern wir geboren sind. Was wäre, wenn auch das nur
so war, als wir geboren wurden. So it was just then when we was born. So would this define my life? This one minute? Also wird das jetzt mein Leben definieren, diese eine Minute, wo ich geboren wurde? No. No, definitely not. Not anymore. Not anymore. Maybe sometime. Exactly. But no. And that's the thing. It's like, are you willing to give up those definitions? Are you willing to even see that you are defining and limiting your life with those definitions? Ja, seid ihr auch willig, das einfach loszulassen und diese Definitionen nicht mehr so wichtig und real zu machen, euer Leben zu regieren. So what if we had no definitions and we just started creating our lives, creating greater? Was wäre, wenn wir keine Definitionen mehr hätten und wenn wir einfach nur größer kreieren? Einfach drüber hinaus. What if this reality is in you and not you are in this reality and don't have a toe, a finger, something else in this reality anymore, fixed points of views, fixed lies, fixed feelings and emotions. Also was wäre, wenn wir keine Definitionen mehr über diese Realität hätten und diese Realität nur mehr in uns wäre und wir unsere eigene kreieren, ohne diese fixen Gedanken, diese fixen Gefühle, diese fixen Emotionen, einen Zeh, einen Finger oder was auch immer noch in der Realität haben zu müssen. And just shut the back door. Und einfach nur das Hintertür schließen müssten. And everything that is. Everything that is, we destroyed and created all, times a godzillion. Good, bad, right, wrong, POD, POC, all nine, shorts, boys and beyonds. Just get rid of this piece of shit. Margarete? Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass das aber auch gerade dieses mit diesen Definitionen und bist du bereit, alles aufzugeben und je mehr wie einem das im Kopf mit dem Denken bewusst wird, alles aufzugeben, je mehr Angst haben manche Leute, dass sie dann gar nicht mehr da sind. Yeah, she's asking if it undefined. Lots of people are maybe feared that they won't exist anymore, that they just like poop and they are gone. Yes, this might be, but this is the thing with death and living. Is it better to live or is it better to die? And if you are in a communion and a restoration with Earth, so this is the greatest choice you have, to die for living. I was just going to add also, is it better to live or is it better to not exist? Ja, ist es besser zu leben oder ist es besser gar nicht zu existieren? Ja. So everything that is, we destroyed and created times a godzillion. Good, but why don't put online shorts, boys and beyonds? Yeah. Whew. Thank you. There's another question. From Randy, Bigfoot. Bigfoot. Not sure exactly what the question is, though, Randy. It's not really a question. It's a wonderful comment. Yeah. Maybe she is it he or she? He. Or maybe he's just in another dimension. No. Yes. Yes. Then everything that is, will you destroy and create all of this, please? Yes. Put all the shots, boys and beyond. So vielleicht ist er gerade in eine andere Dimension. Und wenn das auch nicht falsch wäre, this would even also not be wrong to be undefined, sometimes to go in another dimension, just to look how it is. Also wenn da auch nichts falsch dran wäre, manchmal in eine andere Dimension zu schauen und zu schauen, wie es auch dort ist. Was ist sonst noch? Or even be in multiple dimensions at once. What else is possible? Ja, also wenn wir auch in mehreren Dimensionen auf einmal sein können, was ist noch möglich? Undefiniert zu sein, to be undefined. Without making it significant, it just is. And that's the thing with the no definitions. It's like takes you out of significance, form, structure and significance, and it just is. Ja, weil wir das rausnehmen aus Form, Struktur und Signifikanz. Was ist, wenn es einfach Sein ist? Einfach Sein. So whatever doesn't allow you to be undefined in whatever area of your life that you'd like to look at, we please destroy and create all that times a godzillion. Yes. Good, bad, right, wrong, POD, POC, all nine, shorts, boys and beyonds.
Also überall dort, wo ihr nicht hinschauen wollt oder vielleicht doch hinschauen wollt, in irgendein Areal eures Lebens oder ein Ding in eurem Leben, wo ihr nicht mehr definiert sein wollt. Was wäre, wenn wir das jetzt machen können und alles, was das hochbringt? Gut, bedeutung Podolnan Schatz, Boys and Beyonds. So Claudia is asking, what is that little phrase you keep using with the guest? What does it mean? That's the clearing statement, the Access Consciousness clearing statement. And you can find out more about that at theclearingstatement.com. But it basically, all the energy that comes up when we're talking about something, it clears it. Margarete, you want to explain a little bit too? Ja, das ist, was wir da immer dazu sagen, das ist das Access Consciousness Clearing Statement und das ist das, wo wir einfach die Energien wahrnehmen und wenn irgendwo das auf den Punkt kommt, dann sagen wir das Clearing Statement und das nimmt einfach die Energie raus, dort wo es kreiert wurde. It was just there where you create, the second before you created the limitation and the second before you destroyed yourself, we go to this energy and destroy and create all of this shit. Also alles, wo wir kurz bevor wir beschlossen haben, dass wir uns zerstören und kurz bevor wir es kreiert haben, wir gehen zu dem Punkt hin, zu der Energie und ziehen die unterste Karte vom Kartenhaus heraus, um es wieder ungeschehen zu machen. Und es gibt auch auf accessclearingstatement.com ist es auch erklärt. Also das ist eine Erklärung von sicher einer halben Stunde, die man da aufwenden müsste, um euch genau zu sagen, was es ist. Also es geht auch um Schrecken, also überall dort, wo man, super, Alara hat es gerade reingestellt, wo man ein Beyond zum Beispiel als Einzelnes ist das, wo man wie eine Maus, die einen Schrecken hat, bevor sie von der Katze gefressen wird und dann dort liegt und sich totstellt. Und wie viel in eurem Leben stellt ihr euch tot, um nicht gefressen zu werden? Also I just explained the beyond when when a cat wants to eat you and you are a mouse and you are just doing like that and then you live your life like the dead mouse instead of creating or being undefined. Yeah, and that's just even when you said that, it's like like where are you playing small or where are you not living or creating your life to the infinite possibilities that are available to you, right? Yeah. So everything that brings alles, wo ihr euch klein macht und mini, also überall dort, wo ihr nicht undefiniert sein wollt und einfach nur kreieren, alles, was das auch bringt. Good, bad, right, wrong, POD, POC, all nine shorts, boys and beyonds. So that's the clearing statement. So, that energy was coming up for me when we were talking about it, about the mouse and the cat. The what? The cat, right? And playing the life of the mouse instead of playing the life of the cat. It's like, oh, that felt not so great, so that's so where have I defined my life as being a mouse? Ja, also Alara sagt gerade, dass das was jetzt auch genau für sie diese Energie hochgekommen, als ich das Clearing Statement erklärt habe mit der Maus und mit der Katze, dass die Energie gleich für ihr so war, oh, wo lebe ich jetzt das Leben einer Maus anstatt das der Katze? Alles, was das ist. So everything that is, because this might be coming up for you too, will you please destroy and create it times a godzillion? Bedeutung for all non-shots, boys and beyonds. Awesome, thank you. So does anybody have any questions about this whole defining, undefining your life and, where you are using definitions? And sometimes, we have to look at it every day and say, okay, where am I defining myself? Where am I limiting myself? Also hat irgendjemand von euch eine Frage, wo wir euch ein bisschen mehr sagen können über dieses, wo limitiere ich mich, wo bin ich noch immer nicht undefiniert oder wo definiere ich mich noch immer? Wo irgendwas in eurem Leben gerade so ist. Und traut euch einfach. Just ask. Just ask, exactly. So maybe you can put it in the thread or you can just be brave and click on mute. Also ihr könnt es in den Chat schreiben und ihr könnt wirklich mutig sein und euch auf laut schalten. This is your chance. So here's a clearing, I guess. I don't know where I got it now, but I'm assuming it's from somewhere. So, it's not mine. I just got it from somewhere. All the go-to definitions, maybe it was on Simone's call, I'm not sure. Mm-hmm. But all the go-to definitions that you have of why you can't create greater or create your life, period, will you destroy and create it times a godzillion? Good, but Bedeutung for all non-shots, boys and beyonds.
Also sie hat da gerade ein Clearing, so can you say it again? It just all, all the go-to definitions, because sometimes there's some definitions that we have that we just automatically go to. It's just also alle diese, wo ich hingehe, Definitionen, wo du automatisch sagst, wenn das ist, dann gehe ich schon dorthin. Also können wir alle die jetzt bitte dann so Gozillen zerstören und umkriegen. Gut, but all and shorts, boys and beyonds. Und überall dort, wo wir die Definitionen wertvoller machen als das Leben, das du sein kannst und kreieren kannst, um weit darüber hinaus zu gehen, kann man das bitte zerstören und umkriegen. Good, but all and shorts, boys and beyonds. And everywhere where you define your life and won't go beyond your limitations, can we destroy and uncreate all of this? Yes. But all and shorts, boys and beyonds. Yes. Yeah. And, so this is a brand new process, right? That just came out a couple of days ago. And so it's like, you might want to look at your definitions for your business, for your relationships, for your money, for your, I don't know, whatever else there is in your body. Also ihr müsst auch darauf schauen, ne? Wo sind deine Definitionen über deinen Geldfluss, über deine Beziehungen, über dein Business oder was auch immer, ne? Was ihr da einsetzen könnt. What energy, space and consciousness can me and my body be to outcreate myself every day in the undefined life I truly be. Oh, this is fun. That's a good one. I like that. But all and shorts, boys and beyonds. It just came in my mind. Also yeah, you're gonna have to say it again because like what? Yeah, what? So I hope I can say it again. So we have to have an oracle too, Alara, who is writing our. Also überall dort, wo ihr die Definitionen, ich hoffe, ich kann es jetzt in Deutsch, ne? Wo ihr die Definitionen so wichtig macht, anstatt darüber hinaus zu kreieren in ein undefiniertes Leben, alles, was das behindern würde, zerstören und umkriegen wir das bitte. Gut, but all and shorts, boys and beyonds. Okay, so there's some comments in the chat. Yes, it's only they are saying that the connection is not good, but our connection, Margarete wrote, our connections are fine. So it might be with Vicky's connection. Oh, okay, cool. Yeah, because it feels fine to me. Yeah. See, my German is not that good that I could see what that meant. Yes, you will be undefined in German, Alara. Also ihr Deutsch ist nicht so gut, dass ich das lesen könnte. Und ich habe gesagt, wer weiß, wie undefiniert sie noch in Deutsch werden kann. So everywhere that I've defined my language to be literally English instead of, energy and everything else, and all of you too, will you please destroy and create all that times a godzillion? Yes. Good, bad, right, wrong, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Also überall dort, wo Alara gerade so signifikant macht, dass dieses Deutsch, dass ihre Sprache nur das Englische ist. Und überall dort, wo ihr vielleicht auch mit Sprache irgend sowas habt, wenn wir das bitte alles zerstören und umkriegen. Gut, Beschreibung, but online shorts, boys and beyonds. I did talk to the entity facilitator last week. How was it? It was amazing. And there it was really, I went out of my room and there was a Spanish lady. She was talking to me. And then I was like, oh, I just be, and we could understand each other just in the energy. It was amazing. And I didn't define what I will understand in words. I just went on, so now I be. Also ich bin jetzt beim Dr. The Entity Facilitator hat eine spanische Frau mit mir zum Reden angefangen und zuerst einmal und dann einmal, okay, ich stoppe das sofort. Ich gehe jetzt einfach in die Energie vom Sein und wir hatten eine wunderbare energetische Unterhaltung, obwohl wir die Worte jetzt nicht verstanden haben. This was very, very nice. Very nice. And I'm sure you brought, or learned, or, new tools, new processes, new stuff for us to play with. Yes, of course. And from the 920s too. Yes. The 920s is a new body process. Also ich war ja die 9 Tranten auch vorher. Und da gibt es auch noch einen Körperprozess. Also everywhere you do, the elementals. Yes. From the physics. Yeah, the elements, really. The elements, and if you would be more than this defined elements, then said the energy of
the elementals we don't know in words, just the energy. What would this be and create in our lives to be undefined with everything we don't know to know? Everything that is good, Bedeutung, bedeutet, Schatz, boys and beyond. Also alles, wo wir drüber hinausgehen können mit den Elementen, den physischen Elementen, was wir, wenn wir alle Elemente dazu nehmen, diese Elementale, die wir noch gar nicht in Worte fassen können, um völlig undefiniert zu sein, wie wir in Wahrheit sind. Das haben wir das alle, everything that is, Alara, you do the clearing statement. Everything that is, we destroyed and created all, times a gazillion. Good, bad, right, wrong, quad, poc, all nine shorts, boys and beyonds. So I was just trying to find the clearing for the elementals, right? So what energy, space, and consciousness can we in our bodies be to unhide and be the engagement with the elementals that would allow us to be undefined and create greater in our lives? Remember that. Whatever doesn't allow that, we destroy it and create it times a gazillion. Good. But all nine shots, boys and beyonds. Yes. So now you can translate that into German. It's like, what did I say? And I've forgot to translate. I've got forgotten. This will be a funny conversation. I know, right? Let me run it again, anyways. Yeah, let me run it again. So what energy, space, and consciousness can we in our bodies be to unhide and be the engagement with the elementals that would allow us to be undefined and create greater for all eternity? Also überall dort, wo es uns nicht erlaubt, uns mit diesen Elementen in völliger Verbundenheit zu zeigen, zu sein und alles, wo wir nicht darüber hinausreden können, ohne dass wir diese Elemente so wichtig waren, ohne die Worte dafür zu haben, können wir alles das für bis in alle Ewigkeit zerstören und darüber hinausreden. Gut, totally. Online shots, boys and beyond. Thank you. Yeah. Because, and this is something that, they're talking about, Dane was saying to do this a lot, to engage and embrace the elementals. So the elements of creation, the elements of not just this reality, but of the universe, to engage with them and ask them to contribute to your life and your creations. Überall dort, den sagt immer, wir sollen schauen, dass wir müssen uns mit diesen Elementalen in Verbindung und in Verbundenheit sein und weit darüber hinaus zu kreieren, über einfach nur die Realität und auch vielleicht weit darüber hinaus über diese Planeten oder Planetensysteme. What if we could just change by thinking everything we see or put it turning gold or something like this? We just define, we can't do it. Yeah. Was wäre, wenn wir einfach alles, was wir sehen oder wenn wir einfach zu Gold machen könnten, like they're on the golden planet. So, dass wir es nicht mehr definieren können oder auch nicht dürfen. Everything that is. Yeah, good, bad, right, wrong, quad, poc, all nine shorts, boys and beyond. And it's not just about, turning something to gold, but it's also like changing your physicality or changing something in your reality, whatever it is that you'd like to change with more ease, right? We all want more ease in our lives, right? Ja, es geht nicht nur darum, dass wir das in Gold verwandeln, sondern einfach, dass wir alles verändern können, auch unsere Körper oder andere Dinge, einfach, dass wir mit Veränderung einfach viel mehr Leichtigkeit haben. Like with the 920s. Yes. Die neuen Transen sind einfach das, wo es nicht mehr definierbar ist. The 920s, they are not definable. Yeah, and now because of the class that you just went to, the 920s class, as well as the talk to the entities facilitator, it's like it opens up more, not just for you, but and for the people who are in the class, but for everybody. For everybody, ja. Also diese Kurse, die ich jetzt gerade gegangen bin, die neuen Trainees und auch den Dr. The Entity Facilitator und den Dr. The Entity Advanced, das macht ja nicht nur für mich mehr, sondern das macht ja für uns alle mehr. So wie wir auch bei den Bars wissen, ne? 350.000 Leute, wenn wir eine Limitierung auflösen, ist weg. So when we know from the bars, if we get out of one limitation, 350,000 other people get also rid of this. Yeah, exactly.
Ja. So I wonder what else is possible now and what change has been created just by these classes alone and moving forward. What And the else is ESP going to was take also place? in Munich. Ja, also was haben wir da kreiert? Und auch wenn ihr nicht auf dem Kurs wart, Stefan zum Beispiel war zur gleichen Zeit, als ich im Dr. The Entity Facilitator war er am ESP und wir haben geschrieben miteinander und haben uns erzählt, was da war. Stefan was on the ESP in Munich during I was on the Dr. The Entity Facilitator, and we wrote to each other what in the class went on, and it was like I would have been in the class with him as I was in Paris. Also es war so, wenn wir hin und her geschrieben haben, als ob ich dort wäre. Stefan war wahrscheinlich was für ihn auch so, als ob er dort auch Teil ist, ne? Was wir auch sind. And we are part of each class. Oh, we are just the paying ones. Exactly. Ihr seid alle auf diesen Kursen natürlich vertreten, nur wir zahlen dafür. And, because we are such powerful, potent, infinite beings, we can tap into anywhere and, Ja, so many different energies and tools, right? Ja, und weil wir also diese potenten energetischen Wesen sind und einfach so undefiniert wahrscheinlich schon oder sicher schon immer wieder mehr sind, können wir auch in diese Energien immer wieder eintreten und können sie auch euch zur Verfügung stellen. Und es kreiert ja für uns alle eine größere Welt, nicht nur für Alara, Stefan und mich, wo wir auf dem Kurs waren. It's creating a bigger, more undefined world for all of us. And it wouldn't be nice if only Alara, Stefan and me would be the potent bitches. It would be nice if you were all the potent bitches and create with us together. So es ist ja auch nicht, wäre auch nicht cool, wenn nur Alara, Stefan und ich jetzt, oder Katharina war zum Beispiel Dr. The Entity Advanced, also wenn ihr alle mitgeht mit uns, es ist ja nicht nur so, dann ist es ja viel lustiger auch für uns. It's just more fun for us. Exactly. If everybody comes to be undefined. So whatever doesn't allow you to be undefined, will you please destroy and create at times a gazillion? So überall dort, wo ihr nicht undefiniert sein könnt oder wollt oder es noch nicht gewählt habt, können wir das bitte zerstören und umkriegen. Good, bad, right, wrong, POD, POC, all nine shorts, boys and beyonds. So Heidi's got a question. Yeah, her husband, from whom she lives separated since 5 years, but she has had a good contact to him. He died last month, and she had to go to all these Behörden. I don't know what Behörden is, all the things you have to do. Yeah. And there she had to define herself, and now she has the feeling that it stops her life. What can she do to be undefined again, or to be undefined now? Could you please get out of this reality, and only by going to these things you have to do for this, could you please create through this reality and in your undefined reality, and never be stopped of this reality for all eternity. Bad, right, wrong, POD, POC, all nine shorts, boys and beyonds. Also überall dort, wo du dich von diesen Behördengängen stoppen lassen möchtest, du bitte wieder herausgehen aus der Realität und durch diese Realität deine Realität kreieren mit völliger Leichtigkeit, um völlig undefiniert zu sein, dass du in Wahrheit bist. Bedeutung all nine shorts, boys and beyond. Yeah, and also, Heidi, all the stuff that you had to do and you had to define yourself now in a different way. That's part of this reality, right? So do what needs to be done, but don't buy into it. Ja, also Alara sagt, also mach das, was getan werden muss in der Realität, aber kauf dich nicht ein in diese Realität. Das ist urwichtig, völlig. Because you still have to do some of the stuff because of we are in this reality, but you don't have to buy into it and you can still function from your reality, not from this reality. Also du musst auch nicht dich in diese Realität einkaufen, du musst nur bestimmte Dinge tun und diese Realität für dich funktionieren machen, aber nicht dich einkaufen, sondern noch immer oder gerade deswegen unbedingt weiter deine Realität kreieren. So everything that brings up, will you please destroy and create it times a gazillion? Good, bad, right, wrong, POD, POC, all nine shorts, boys and beyonds. Ja, alles, was das auch bringt. Good, bad, right, wrong, POD, POC, all nine shorts, boys and beyonds. This reality is just a construct.
but we have to use it to our advantage. Ja. Also diese Realität ist nur ein Konstrukt, nur wir dürfen es nicht ausschließen, wir müssen sie zu unserem Vorteil verwenden. Mit Leichtigkeit, with ease. Yes, with ease. Absolutely. I'm just checking back to see if there's any questions or comments in the chat. Anybody else have any questions or hold on. Oh, thank you. The energy on this call is very nice. Yes. Thank you. Thank you, Randy. Yeah, your English is really fine to understand. Alara's English is, I finde ja auch, ist völlig Yay. zu verstehen. And I forgot to speak slowly. Oops. Oh, I don't care. I don't speak slowly anyway. And especially it is, with the energy of the call too, and the conversation that we're having, it's fun and it's light and it's easy, right? So so you're not only picking up my English, but you're picking up the energy, right, Martina? Ja. Also Martina nimmt ja auch nicht nur das Englisch wahr, sondern auch die Energie, die darüber kommt. Und das ist einfach leicht und das ist cool also die Energie ist einfach cool da. Yes. Yeah. Okay, cool. And so what would it take for you to understand all languages with ease? Was wird es auch brauchen, um für euch um alle Sprachen mit völliger Leichtigkeit zu verstehen? So whatever doesn't allow that will you destroy and create a times a gazillion. Alles, was das behindern würde, kann man das mal Gazillion zerstören und umdrehen. Good, bad, right, wrong, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. And what would it take to not be defined by our mother tongue, by our language, right? Yeah, what would it be? Not, so now weil was wird sein, dass wir nicht definiert sind durch unsere Muttersprache. Mother tongue is, I love this, Mother tongue. Und durch unsere Mutterzunge. So everything that is, please destroy it and create it times a gazillion. Good, bad, right, wrong, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. So like for me, my mother tongue is because, I was born in India, right? So my first 5-6 years was in India. So my mother tongue is Hindi, but I grew up in Canada where I spoke only English, right? Also Alara ist in Indien geboren und ihre 5 ersten Jahre hat sie dort verbracht und sie spricht, also ihre Muttersprache ist Hindi, nur aufgewachsen ist sie in Kanada, also den meisten Teil ihres Lebens hat sie Englisch gesprochen. So you're multiculti. I am, and so of course I know French as well, right? But so my kids went to French schools in Canada, right? So when I talk in French, they're like, "Mom, please don't." Also ihre Kinder sind in eine französische Schule gegangen und wenn sie Französisch spricht, sagen ihre Kinder, oh bitte Mama, mach das nicht. Because my pronunciation is not like theirs. Oh, das ist die Pronunciation, die Aussprache, das ist nicht so wie ihre und das ist natürlich, we have to be very good in pronunciation. But you know how kids are, right? Mothers are never, anyways, kids are always better. Yes, they're always better. Mothers are always the thing, oh please, Mom. Exactly. Don't do this. Die Kinder, also auch meine Tochter, das ist immer so peinlich. Ah, Mama. Exactly. Oh my goodness. Anyways, I digress. All right. So what else is coming up for folks? Anything? Questions, comments, feedback? Let me see if there's any other clearing that we would like to run, Margarete? What could we take? What energy, space, and consciousness can you and your bodies be? To be as undefined as you truly be for all eternity, with total ease, with all the elementals that you defined, and you can get rid of the definition, everything that is. Good, bad, right, wrong, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Good luck now translating that into German. Yes, I thought about this when I spoke. Also, welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein kannst du in deinem Körper sein? I can't. So, this is when the energy is, you do the clearing and then the energy is gone. When I let you, this is another section. Yeah. Ich kann es nicht mehr wiederholen auf Deutsch. But like I said earlier, when we do a clearing in a language that is not your mother tongue, it goes even deeper, so it's all good. Ja, also so wie sie vorher schon gesagt hat, wenn wir ein Clearing machen, das ist nicht in deiner Mutterzunge, Muttersprache. Darf ich was sagen? Dann geht es noch tiefer, also alles ist fein. Ja, sicher.
Also mir passiert das ja auch oft, dass ich wirklich des Öfteren schnell vergesse und dann sage ich immer, was ist richtig daran, dass ich nicht begreife und was ist richtig an mir, dass ich nicht begreife und dann fällt es mir ganz oft wieder ein irgendwie. Dann bin ich halt wieder da, wo ich war. She says Irgendwie. that it often happens that she forgets something, and then she said, what is right about that I'm not getting, or what I'm not even remember, and sometimes or often it comes again, but this doesn't come again. The energy is just gone. And so don't try and call it back, right? No. It's like, don't, like, if it's gone, right? Ja, und wir sollen ja gar nicht versuchen, wenn es weg ist, ist es weg, weil dann ist die Energie einfach weg, ne? Dann ist das geklärt. Let it go. For all eternity. Exactly. Because trust me, there'll be something else that will come up. Ja, weil das nächste, dann kommt halt irgendwas anderes hoch und wir können was anderes klären. Yeah. So don't worry about something that's gone. Also keine Angst, was weg ist weg. Oh my goodness, I'm hot now. Whew. Yeah. I'm in Montafon doing a foundation and it's so beautiful here. Where are you? Nearly Swiss, as it's Vorarlberg in the end of Austria. Oh, yeah. Oh, okay, cool. Wonderful and Nice. mountains. And I should have a room, but my host I have a flat. Nice. I think it was 35 euro or something. Wow. How does it get any better than that? Wow. I went in and I saw, now there's a one bedroom and another bedroom, and I wanted to go to bed. I thought I had a one bedroom. And then she said, this is all yours. And I go, really? 3 balconies. Wow. Enjoy. Yeah, exactly. Enjoy. I have a friend who lives in Vorarlberg. Yeah, you can say. Sophie lives in Vorarlberg. Lindner. Yeah. 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 She did her first foundation with me. Mm. Cool. Awesome. 2 years ago about. Right. Yeah. Nice. Yeah, I know she lives there, but I've never been. It's like, it seems so far away, 6 hours or something from Vienna. It's like, No, I came home from Paris. Also sie hat eine Freundin, die bei mir ihren ersten Foundation gemacht hat. Und die lebt auch in Vorarlberg. Und Alara sagt, das ist so weit weg, dieses Vorarlberg, 6 Stunden oder so. No, it's not far away. I just went, I came home from Paris at 10 o'clock in the morning and went at 10 o'clock in the evening on the train, went with the night train the whole night and slept very well. Oh, that's a good idea. Yeah. And the night train, it was 34 euros. Wow, that's nothing. It was really like, wow. Awesome. Wow, Ja, I should do that. Ich bin mit dem Nachtzug hergefahren und der hat 34 Euro gekostet von Graz nach Bludenz. Und ich habe mich reingesetzt, geschlafen und in der Früh hat mich mein Host abgeholt. Genial. That's crazy. Undefined. I couldn't imagine this. No, Really. No, me neither. Like, it's unbelievable. So, Randy, your grandmother's from Vienna? Oh. I didn't know that. Randy lives in the U.S. Cool. I'm trying to think exactly which state, but I can't quite remember. Oh, cool. Yeah, I love Vienna. Vienna is beautiful. You should come visit. Also undefiniert zu sein heißt alles sein zu können, wenn man, ja. Wenn man es nicht mehr definiert. Es heißt, undefined, to be undefined is to be everything you be. Yeah. Yeah, whatever you be, you be. You know, like it's a choice in every moment, every 10 seconds of what. Also ich wähle etwas und dann sage ich ja, was bedarf es, dass ich jetzt das bin oder so. Oder dass ich so bin. I'm choosing something and then I just ask, what would it take to have this? Yeah. Exactly. And choose and ask and then get the awareness and then take action and then ask again and, you know, keep asking every 10 seconds or, you know, whatever. Use the 10 Commandments. Also also 10 Sekunden. It might show up very different as you come. Yeah, no expectations. No expectations, no separations, no judgments, no projections. No also keine Separationen, keine Bewertungen, keine Projektionen. Einfach, es könnte anders kommen, als du gern hättest, dass es kommt.
right? Because it never shows up the way you think it's going to. Yeah. Was ist, wenn ich zum Beispiel Hoffnungen oder solche Dinge noch in eine Sache stecke? Just Oder put your hands on hopes and dreams. That's what if I have hopes. Yeah, run hopes and dreams a lot. Run hopes and dreams fast. If we go to sleep, say hopes and dreams and implant band. Please run very quickly. Yeah. Also Ja. das ist einfach Hoffnungen. Hopes and dreams are the things. Hoffnungen und Träume sind die Dinge, die dich abhalten, darüber hinauszugehen. ich merke es ja auch, also wenn sich das dann Hoffnungen und einschaltet. Träume sind Limitierungen. So hopes and dreams are these things that stop you to go beyond. Hopes and dreams are still things you can define. Just hopes and dreams. Run. Yeah. Run. A lot. A lot. Thank you. You're welcome. Thank you. And that's the thing, right? Sometimes we don't realize that that is somewhere we're sticking ourselves, we're limiting ourselves, is in those hopes and dreams. It's like, oh my God, where have I defined, certain things in a certain way? It has to be like this, has to look like this. Ja, das ist das, was wir uns selber limitieren. Ne? Wenn wir Hoffnungen und Träume haben, dann bemerken wir manchmal gar nicht, dann machen wir das so solide und fest, wo wir uns selbst feststecken lassen. Weil so eine Hoffnung und ein Traum schaut schon so cool aus. And this is going, we do have the book, Gary Douglas, some of these weird people, they wrote a book, Beyond Your Wildest Dreams. That's a book? Yes. Oh. Beyond Your Wildest Dreams. It's everything we have to do in this reality. As you have to have a 1.5 child, and a half might be this and a half. And you have to marry, and you have to have a house, and you have to have this and this. So also alles, was Gary Douglas, ich glaube Gary hat ein Buch geschrieben, Beyond Your Wildest Dreams, also weit über deine wildesten Träume hinaus. This is why my Facebook group is called Beyond Your Wildest Dreams. Ah, nice. Das ist, warum meine Facebook-Gruppe so heißt, weit über deine wildesten Träume hinaus. Also Gary hat ein Buch geschrieben, wo einfach geschaut wird, was in der Realität schon ein super Traum ist, definiert. And then just go, get over it, Gary would say. Get over it. So I was just going to share really quickly, because we're talking about beyond your wildest dreams or living beyond this reality, or what, this reality wants you to have 1.5 children or whatever. So I had all that. I had kids, right? A dog, 2 cars, a big house, everything like this. And, Also Alara hatte das alles, ne? Ich möchte ein bisschen euch erzählen. Sie hatte 1,5 Kinder so quasi und hatte ein schönes Haus und 2 Autos. I had a good marriage. Well, it was a good marriage. I was a government job with a pension, security, all that stuff that everybody says. Verheiratet und einen guten Job bei der Regierung. Everything, right? And everybody says, oh, well, you have everything. Why would you want to change it? It's like, because it's not working for me. I don't like it, And so then after that, I changed everything. Also sie hat das eben alles, was ich gerade gesagt habe, und dann war es so, warum sollte ich das alles aufgeben? Und dann auf einmal hat sie alles verändert. The only thing I have still from that life are my 2 kids. Alles, was sie nach wie vor von diesem Leben hat, sind ihre 2 Kinder. I had a nearly same thing. Yeah. They had a really good job at government, and I was married, and I had this and this, and loads of people who begin with access change their whole lives, and everybody else would say, oh, you have such a nice life, why would you change this? Also viele Leute, die mit Access beginnen, wissen plötzlich, oh, ich habe das alles, aber es ist einfach Fahrt. Yeah. Wir verändern vieles. Now I'm in Vienna. I'm married to a new man who is like awesome, like beyond awesome. It's like, oh my God, how does it get any better than this? Ich bin jetzt mit einem neuen Mann verheiratet und der ist weit drüber hinaus wie cool. Also awesome ist super. It's super complete 180, 360, whatever, So life can change when you start using the tools, when you start asking questions, when you actually desire to have something greater. So what do you desire for your life? Also es kann sich vieles ändern oder alles ändern, wenn du das dir einfach wünschst und ins Leben ziehst. Dieses Desire, the word desire we don't have in German, it's not with this energy. It's ins Leben ziehen, wünschen, so wirklich aus einem Ich will das haben.
Desire ist einfach mehr kraftvoll. It has more power. Yeah. I mean, whatever the word is for you, but do you know what it is that you want? Do you know what you want to create? Do you know what you would like to have as your life? Wisst ihr schon, was ihr gerne wollt, welche Energien und was es wirklich ist, was ihr in eurem Leben haben wollt? Just go. Just go. Just start creating. And so everywhere you have defined your life to fit into this reality, will you please destroy and create all that times a godzillion? Überall dort, wo ihr euch schon definiert habt, dass ihr in diese Realität hineinpassen müsst, möchtet bitte alles das times a godzillion zerstören und umkriegen. Good, bad, right, wrong, pod, poc, online, shorts, boys and beyonds. Yes, just be undefined for all eternity with total ease. Exactly. Yes, that. And whatever doesn't allow that, please destroy and create it times a godzillion. Das undefiniert mit völliger Leichtigkeit in alle Ewigkeit. Good, bad, right, wrong, pod, poc, online, shorts, boys and beyonds. All right, so we are at the top of the hour. Margarete is going to have a gift, which I will add to the email tomorrow or something, so it'll be there. So watch out for your emails, okay, to get her gift. And Margarete, is there anything else that you'd like to share with our audience today? I mean, we're going to be having a foundation class in Vienna in 2 weeks. Watch out. I'm so excited about that. And we're also doing a bars meet and greet, bars taster on July 4th in Vienna. Bars and party. We even added cocktails, so it's a party. Yeah. Oh yes, I'm looking forward to that. Yeah. What cocktails can we create? Cocktails of everything's with Prosecco, I think. This is easy. I agree. Yay. And everything else we will see. I even managed to get somebody who's doing it fast. Oh, really? Yeah, get somebody to do it for us. Oh, I forgot to translate. Oh, sorry. Also wir haben am 4. Juli, also in 2 Wochen haben wir den Kurs gemeinsam, den wir gemeinsam halten, Alara und ich. Und am 4. haben wir einen Bars-Austausch, wer Lust und Laune hat. Das wird auch ein bisschen eine Party werden. Und wir werden so Cocktails machen und also es wird nicht lustig sein. Ich würde nicht kommen an eurer Stelle. Wo denn? In der Wohnung. Gebauer Gasse? Gebauer Gasse. Gebauer Gasse. Bei wem denn? Also wohin? Ich glaube dort, wo du beim Facelift warst. Ja, in Vienna. Das habe ich gerade eingefahren. Ach, da, okay. In Vienna. Okay, ich komme. Yeah, cool. Awesome. What is your name? Because all I see is iPhone von Serpil. 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 It's a Turkish name. Ah, okay, cool. Awesome. Yes. Good. Looking forward to seeing you. It's not fun at all, Serpil. I know her. Not at all. No, I don't love fun and no. You don't like to have fun? No, me neither. No, I don't have fun and I don't need it and I don't love it. Like to drink Prosecco. No, I don't love it. Awesome. So, Stefan, was there something else you wanted to add to that? Just in German, es ist nächsten Mittwoch. Einfach auf Deutsch, habe ich das auch nicht übersetzt. Es ist nächsten Mittwoch am 4. um 17 Uhr? 18:30 Uhr. 38, okay. Yeah. 6:30 on July 4th. 6:30 Wednesday. Awesome. Thank you. So, 6:30 on Wednesday. Yeah, Wednesday. Mm-hmm. Wednesday at 6:30 in Vienna. There's a bars exchange, bars party, bars, just come and join us. Party of possibilities. There you go. Party of possibilities. Awesome. Party der Möglichkeiten. All right. So Randy says he does bars. Awesome. Do it more, Randy. Keep doing it. Oh, yes. Just keep trucking. Yeah, keep doing it. All right. Anybody else have any comments or questions? I see somebody else is unmuted. Ildiko? Did you want to say something? Maybe you just unmuted by accident. It happens. Yeah, it happens. Okay, cool. I want to say really, really thank you, Alara, to be on your show. It was really fun, and it was. I love the energy to facilitating with you,
and facilitating and translating. Right. Yeah. No, it was like I said, it's the first time we've ever done translation on the show. So that was cool. Thank you. That was fun. And thank you for all of the questions and comments from all of you for joining us as well. And this, you can watch it again or listen to it again. I'll be sending out the replay shortly. I don't know what that was saying. And yeah, you can't understand it, Randy. You just have to experience it. Let go of the understanding. Okay, cool. So if there's anything else, if anybody has any questions, comments, concerns, feel free to email us. I hope to see you at the Bars Exchange next week and at the foundation class with Margarete in 2 weeks here in Vienna. Yay! So excited. This was so much fun, Margarete. Thank you so much for joining me. Yes, thank you. And thank you all for being here. Ich sage, das war so lustig und ich danke, dass wir alle hier waren. Warte mal, hast du eine Foundation in Wien in 2 Wochen? Ja. Oder? Mit Alara gemeinsam. Achso, Genau. ja, dann brauche ich jetzt nicht Ende August abwarten. Ich denke so, das ist noch so lange hin. Okay. Na, Alara und ich machen den gemeinsam in Wien in 2 Wochen. Okay, bin da. Awesome. Thank you so much. Stefan, were you saying something? Stefan, smile. No. Okay, cool. All right, everyone. Thank you. Thank you. This is wonderful. So much fun. You know what? We'll have to do this again. Yes, It's good for me to practice Yeah. hearing German, as well. The So 9 trains. This is the 9 train. yeah, this is the 9 trannies. Awesome. Yeah, Mulberry. Exactly. Exactly, more of this. Yes. More Energy of first. Yeah. Hey. Yeah, let's do Spanish. Yeah, let's do Spanish next time. Wow, No, that'd be awesome. Energy is the first. Yes, Spanish is the energy is second. Exactly. Energy is first. Everything else is English the second. third. Awesome. Thank you. All right, everyone. Until next time, continue to live your life filled with joy, peace, love, abundance, and happiness. Sending you all much love and blessings always. Thank you so much, Margaret. See you next Macht week. weiter, lebt euer Leben und bis See you bald. soon. Bye-bye. Bye, everyone. Danke, schönen Abend. Danke. Thank you.